Wechseljahres- und Menstruationsbeschwerden war gestern. Heute stellen wir ein Frauenessig her mit einem Heilkräuter-Trio, das du in dieser Kombination wahrscheinlich noch nie gesehen hast. Wenn du neu bist, lass ein Abo da, dann verschiebe ich hier auch meine Midlife-Crisis und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn das Frauenessig wirkt nicht nur, es sieht auch noch verdammt gut aus. Grüß Gott, ich bin Daniel von Bunt und Pur und ich freue mich sehr, dass du wieder mit uns bist. Vielen lieben Dank auch an unsere treuen Abonnenten Berivan, Saily, Mary Lesher und Elio Lopez. Ihr seid Bunt und Pur, weil Bunt und Pur so ist, wie du bist. Heute haben wir zwei Themen, die irgendwann alle Frauen dieser Welt betreffen. Die Menstruation und die Menopause, das ein anderer Begriff für die Wechseljahre ist. Die Menstruation bedeutet bei vielen Frauen Schmerzen und Krämpfe im Bauch und im Verdauungsbereich, unregelmäßige und/oder zu starke Blutungen sowie Reizungen und Entzündungen im Genitalbereich. Dazu kommen dann noch Stimmungsschwankungen bis hin zu depressiven Verstimmungen. Haben wir Männer alle schon erlebt, allerdings halt eher aus passiver Sicht. Typische Wechseljahrsbeschwerden sind unter anderem Hitzewallungen, Schlafstörungen und auch Stimmungsschwankungen. Da denkt man, jetzt ist es vorbei mit den Menstruationsproblemen und dann geht es wieder von vorne los, beziehungsweise vom Regen in die Traufe. Ja, wir wollen hier natürlich nicht schwarz malen oder alles schlecht reden, denn diese Dinge gehören zum Leben einer Frau ja nun mal dazu und die Frauen dieser Welt gehen damit ja auch mit Bravour um. Wir wollten einfach ein Konzept, das dabei hilft, diese Beschwerden zu lindern und das auf ganz natürliche Art und Weise, also mit Medizin aus der Naturapotheke. Und wir wollen immer, wie ihr wisst, Synergie, wenn es um ein Konzept geht. Wir wollen Nutzen und wir wollen auch Mehrwert. Also im besten Falle sollten die verwendeten Pflanzen, die wir für das Frauenessig auserkoren haben, sich in ihrer Heilwirkung gegenseitig ergänzen. Und da wir hier etwas tun für das schöne Geschlecht, wollen wir auch, dass unser Essig nicht nur wirkt, sondern auch noch schön aussieht. Das ist eine anspruchsvolle Ausgangslage, aber so mögen wir das ja. Aber wenn man das abgibt und in Papas Hände legt, dann ergibt sich sowieso fast alles von selbst. Denn ursprünglich wollten wir einen langen Spaziergang machen, mitten in der Natur, etwas wandern am Rande des Teutoburger Waldes und einen schönen Wildblumenstrauß dabei sammeln. Das war jetzt wenige Wochen her, doch an den Stellen, an denen noch 2 Jahre zuvor, das wussten wir halt, jede Menge Wildblumen wuchsen, auch eine große Auswahl davon war diesmal fast gar nichts, weil auf den Äckern dort etwas anderes gepflanzt wurde, in diesem Fall nämlich Mais. Nun sind wir also weitergelaufen und waren schon auf dem Rückweg unserer Schleife und da lag plötzlich an der rechten Seite eine Wiese voller Rotklee vor uns und die sah einfach wunderbar aus, sodass Anja ganz spontan einem Impuls folgend einen Strauß Rotklee gepflückt hat. Während unseres weiteren Spaziergangs haben wir dann so ein bisschen rumrecherchiert, was der Rotklee so kann. Das interessiert uns natürlich immer sofort. Und da ist uns aufgefallen, dass er unter anderem sehr gut bei Frauenleiden hilft. Und da kam dann so der Konzeptgedanke, mal zu schauen, welche Pflanzen da gut zu passen, auch farblich in Richtung Rot, Rosa, Pink und ob diese Pflanzen aktuell in der Naturapotheke überhaupt verfügbar sind. Und dabei haben wir dann die Malve gefunden, die farblich und von der Wirkung her wunderbar zu diesem Konzept passt. Und dann noch die Schafgarbe, nicht umsonst Frauenkraut genannt, war unser dritter Kandidat im Bunde. Schafgarbe-Blüten wusste Anja direkt, standen bei uns im Garten Eden, waren zwar schon einige verblüht, aber sie hatte da noch welche gesehen. Und Malve hoffte Anja, dass sie unter der Wildblumenmischung zu Hause im Garten dabei war. Sie war sich nicht sicher, aber sie meinte da was gesehen zu haben. Und wir nehmen dich jetzt mit auf diese Reise ab dem Rotkleefeld und dabei wünsche ich dir wie immer viel Spaß. Hier haben wir noch ein schönes Rotkleefeld gefunden, alles voll. Und Anja hat sich spontan entschlossen, mal was mitzunehmen. Machen wir uns halt ein Rotkleesträußchen. Da ist das schöne Sträußchen.
Wir wieder zu Hause und wir hatten gehofft, Anja hat hier so eine schöne Wildblumenmischung mal einfach gesät. Wir hatten gehofft, dass wir hier tatsächlich auch eine Malve haben. Und ja, es sollte wohl heute so sein. Da ist sie, die Malve. Ja, und da haben wir hier und da haben wir auf jeden Fall so 4, 5 Blüten. Anja, walte mal deines Amtes. Kommst du dran? Soll ich dich festhalten? Ich komm klar. Sehr schöne Blüten, ne? Ja, Tolle Farbe. tolle Farbe. Nimmt man eigentlich die offenen oder kann man auch die halb geschlossenen nehmen? Ich würde eher die offenen nehmen. Ja? Ja, schon so ein bisschen entwickelt. Ist auch noch eine. Ja, vielleicht und dann. Da unten ist auch noch eine. Dahinter. Und dann da drüben noch eine. Und dann würde ich sagen, reicht es auch. Davon aber ganz Vielleicht reicht es auch so schon. Ja, nimm noch die noch. so, Della. Yeah. Malve. What a beauty. Jetzt sind wir im Garten Eden und ernten mal etwas Schafgarbe für unser Essig. Beziehungsweise Schafgarbeblüten. Einige sind noch gut, andere sind schon verblüht, aber es sollte reichen, oder? Ich denke, das reicht, ja. Ja. Ich denke, damit müssten wir schon auskommen. Ja? Ja, Da vorne ist noch eine. hier sind ein paar. Die noch? Die ist auch noch gut. Bevor sie verblüht. Gut. Ja? Wunderbar. Sehr gut. So, dann sind wir wieder zurück, um ja, den Frauenessig anzusetzen. Ich nehme so ein 500 Gramm Glas und da haben wir jetzt unsere Malve hier. Die ja, schichten wir jetzt natürlich auch mit der Schafgarbe und dem Rotklee. Genau. Als erstes würde ich die Rotkleeblüten hier von den Stängeln befreien, einfach abzupfen und in das Glas geben. Ungefähr eine Handvoll davon. Vorher haben wir sie noch schön liegen gelassen, dass auch die kleinen Tiere noch rauskrabbeln konnten. Hier ist noch eins, seht das? Und weg ist es. Das kann man gut machen, indem man einfach ein Tuch über die Pflanzen legt und die Insekten, die sich dann noch in den Blüten befinden, kriechen dann raus, um ans Licht zu kommen. Genau. So, was meinst du? Sollen wir Ja. noch ein bisschen? Ja, vielleicht noch 2, 3. 2, 3. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen auseinander gezupfelt. Natürlich auch nur die schönsten Blüten nehmen. Natürlich auch noch welche dabei, die sind ja leicht schon verblüht. Vielleicht können wir auch die restlichen noch trocknen. Die wollte ich sowieso trocknen, da kann man auch super einen Tee noch draus machen. Ne? Ja. Ich würde sagen, das reicht. Jetzt machen wir noch ein bisschen Schafgarbe. Diesmal nehmen wir aber die Blüten davon. Ja, Gibst du mir einmal das Glas? Dann kann ich das mal so ein bisschen hier an die Ja, Kamera klar. halten. Sehr schön. So, und von den Blüten der Schafgarbe, die zupfe ich auch hier so ab, dass der Stängel nicht weiter mit dabei ist. Ja, weiß und violett oder weiß und lila oder weiß und pink. Ja, und jetzt kommen noch die schönen Malveblüten mit dazu. Die sind auch sehr schön. Ja, wirklich wunderschön, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob der dann nachher auch so ein bisschen diese rosé Farbe annimmt. Das wäre ja echt toll. Dafür haben wir extra einen ganz hellen Essig gekauft. Genau. So hell wie möglich. Das passt ja dann nachher auch super zum Frauenelixier, ne? Genau. Ja, wenn die Farbe auch noch passt, dann ist es auch Ja. wieder bunt und pur. Ne? So, als zum Schluss, bevor wir den Essig jetzt reinmachen, tun wir noch so ein paar Zesten von der Bio-Zitrone mit dazu. Genau. Ein Ups, da fällt schon rein. bisschen fruchtigen Geschmack. Genau, Ich liebe ja Zeste. ich Aber auch. auch, ne? Auch von der Limette.
Ja, Zitrone mag ich tatsächlich manchmal noch lieber. Nein, nie weg. Hauptsache Sauermakel. Wirklich. So, und jetzt kommt der Weißweinessig. Zeig dir nochmal in die Kamera. Ja, der ist wirklich sehr hell. Ja, wir haben extra einen hellen, wie gesagt, ausgesucht. Da gibt es durchaus Unterschiede, auch wenn auf dem anderen dasselbe draufsteht. Von einem anderen Supermarkt, aber Und der dann, war wirklich der hellste. genau, wird das Ganze jetzt übergossen, bis alle Blüten ja auch gut bedeckt sind. Ja, die kommen auch schon hoch. So, dann drücken wir die noch ein bisschen runter. Ich würde mal schätzen, wenn die so Flüssigkeit aufnehmen, dass sie dann mit der Zeit auch ein bisschen absinken. Wenn man das jeden Tag mal einmal schüttelt. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Toll. Duftet auch schon gut. Ja, man riecht es richtig, ne? Sieht schon echt schön aus. So, dann kommt der Deckel drauf. Und dann lassen wir das Ganze 2, 3, 4 Wochen in einen warmen Ort gehen. Jeden Tag, wie gesagt, einmal schütteln. Und dann ist das Ganze schon fertig. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier ein Plätzchen finden. Neben unseren ganzen schon hergestellten Sachen aus diesem Jahr. Aber guck mal, hier ist eine Lücke zwischen unseren Salzen und dem Genau. Oxymel. Da kommt der rein. Da kommt er rein. Wir haben auch noch viel mehr, auch Blüten vom Sommer getrocknet. Auch Kornblumenblüten. Vielleicht kann man da noch später was draus machen. Ja, wir haben dieses Jahr Vielleicht schon eine Creme. echt ein paar schöne Sachen gemacht. Genau. Ne? Gut, wie gesagt, 2 bis 4 Wochen an einem warmen Ort und öfter mal durchschütteln. Ne? Jeden Tag einmal. Alles klar. Und dann sehen wir uns bei den weiteren Arbeitsschritten. Jetzt wollen wir unseren Frauenessig abseihen und abfüllen. Der hat mittlerweile 3 Wochen durchgezogen, hat eine richtig schöne rosane Farbe angenommen. Das Ganze machen wir im Kaffeefilter, wenn ich das Glas aufkriege. Mit dem alten Trick. Genau. Da sehen wir noch den Rotklee und die Malve. Zitronenzeste sehe ich noch. Zeste, genau. Genau, Die Schafsgabe. genau, Schafgarbe ist auch noch da. Ja, und hat eine richtig schöne Farbe angenommen, so wie wir uns das gewünscht haben für unser Konzept. Richtig schön rot-rosa, rosa-rot. Ja, so wie wir auch sind, bunt und pur. Wieder mal bunt und pur und es schnuppert auch gut. Ja, Schön. Das lassen wir jetzt durchtropfen und dann füllen wir das gleich ab in diese schöne Flasche, die wir noch hatten. so, jetzt ist das Ganze durchgefiltert. Jetzt füllen wir das um. Hier sind nochmal die Blumen, die wir auch verwendet haben. Ein Frischschafgarbe, Malve und auch der Rotklee. Leuchtet richtig. Wunderschöne Flasche. So, Und da sind wir nun zurück mit dem fertigen Frauenessig. Schaut ihn euch doch nochmal an. Sieht das nicht wunderbar aus? Auch in dieser schönen Flasche. Und er duftet wirklich auch sehr schön mit dieser Note von der Zitronenzeste. Aber vor allem, und das war ja der Ansatz, hat er es vor allem in sich. Beginnen wir mal beim Essig. Denn auch der Essig mit seiner milden Säure, das ist so ein Weißweinessig, ein sehr heller, aber hat eine milde Säure, wirkt unter anderem antibakteriell, kann die Verdauung fördern und bei der Reinigung von innen helfen. Zitronenzeste wiederum wirkt ebenfalls antibakteriell, dazu entzündungshemmend und auch Stoffwechsel anregen, kann dich also auch beim Abnehmen unterstützen.
Aber unsere drei Hauptdarsteller sind natürlich der Rotklee, die Schafgarbe und die Malve. Fangen wir mal beim Rotklee an. Lateinischer Name Trifolium pratense. Der Rotklee enthält sogenannte Isoflavone. Das sind Phytoöstrogene, die mit dem körpereigenen Östrogen ähnlich sind oder ähnlich wirken. Kann bei Wechseljahrsbeschwerden helfen, wie zum Beispiel bei Hitzewallungen, bei Schlafstörungen und auch bei Stimmungsschwankungen. Passt also perfekt in unser Konzept. Dazu unterstützt er die Knochengesundheit, also Osteoporose-Prophylaxe und auch das Herz-Kreislauf-System. Außerdem wird traditionell der Rotklee auch zur Entgiftung und zur Hautgesundheit eingesetzt. Kommen wir zu Schafgarbe Nummer 2, Achille millefolium lateinisch, als klassisches Frauenkraut oder auch als Bauchwehkraut bekannt, denn es wirkt krampflösend bei Menstruationsschmerzen und Krämpfen im Verdauungsbereich. Es reguliert den Zyklus, ist also hilfreich bei unregelmäßigen oder zu starken Blutungen. Wirkt darüber hinaus entzündungshemmend und antibakteriell, unterstützt also bei Infektionen, unter anderem auch im Urogenitalbereich. Und die Nummer 3, die Malve, die Malva silvestris, reich an Schleimstoffen, wirkt beruhigend auf Schleimhäute, zum Beispiel bei Reizungen im Verdauungs- und im Vaginalbereich, ist mild, sanft und harmonisierend und gleicht somit die eher starken Wirkungen vom Rotklee und von der Schafgarbe aus. Und natürlich der Schönheitsaspekt verleiht dem Essig gemeinsam mit dem Rotklee eine schöne, natürliche Farbe und macht ihn optisch attraktiv. Passt zum schönen Geschlecht, ich darf es an dieser Stelle nochmals erwähnen. Kommen wir zur synergetischen Heilwirkung im Zusammenspiel. Das haben wir ja gesagt, wir wollen immer Konzept und Mehrwert. Schauen wir uns das mal an, wie das gemeinsam wirkt. Rotklee und Schafgarbe regulieren hormonelle Schwankungen durch den Rotklee und lindern gleichzeitig typische Beschwerden durch die Schafgarbe. Dann Schafgarbe und Malve. Während die Schafgarbe aktiv wirkt, also krampflösend und entzündungshemmend, beruhigt die Malve sanft. Also hier eine Balance aus Kraft und Milde. Und dann noch Rotklee und Malve. Hier haben wir dann die Isoflavone und Schleimstoffe, die sich gegenseitig ergänzen. Das schafft eine hormonelle Balance und einen Schutz und Stärkung der Schleimhäute. Zusammen bilden sie also ein ganzheitliches Trio für die Frauengesundheit, für die Balance, die Hormone, Linderung, Krämpfe und Beschwerden und eine sanfte Pflege für Schleimhäute und allgemeines Wohlbefinden. Mögliche Anwendungen. Kommen wir zuerst mal zu den innerlichen Anwendungen. Täglich kann man einen Esslöffel verdünnt mit Wasser zu sich nehmen. Man kann das natürlich auch als Kur machen. Wir empfehlen das ja immer mal 3 bis 4 Wochen lang, das täglich einzunehmen, besonders in der Übergangszeit, zum Beispiel rund um Zyklusbeschwerden oder dann halt, wenn die Wechseljahre einsetzen. Oder auch im Salatdressing Heilwirkung in die Ernährung integriert. Das lieben wir natürlich, wenn beide Dinge hier zusammenkommen. Äußerliche Anwendungen möglich sind zum Beispiel ein Fußbad mit verdünntem Frauenessig, wohltuend zum Beispiel bei Krämpfen, dann in der Hautpflege als Gesichtstonikum zum Beispiel verdünnt, das mild, antibakteriell und beruhigend ist, und als Sitzbad auch, kann also Schleimhäute im Intimbereich beruhigen und Infektionen vorbeugen. Und als Konzeptgedanken möchte ich noch hinzufügen, wofür das Frauenessig aus unserer Sicht insgesamt steht. Das Frauenessig steht für Tradition und Alltag. Das heißt altes Heilwissen in moderner, praktischer, anwendbarer Form. Dann steht es für ganzheitliche Stärkung, also nicht nur Symptombehandlung, sondern Balance von Körper, Geist und Seele. Selbstwirksamkeit. Frauen setzen selbst ein Heilmittel an. Das stärkt ihr Bewusstsein für das, was sie da tun. Die erschaffen etwas, was wiederum auch fürs Selbstvertrauen sehr wichtig ist. Und am Ende noch die Naturverbundenheit, die ja auch für Körper, Geist und Seele wiederum hilft. Saisonale Wildpflanzen, nachhaltig gesammelt, sichtbar in Farbe, Aroma und spürbar in der Wirkung. Fazit: Der Frauenessig ist mehr als ein Heilmittel. Er ist ein kleines Ritual im Alltag, das Frauen dabei unterstützen kann, sich verbunden und gestärkt und im Gleichgewicht zu fühlen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Die Zeit ist verflogen. Schön, dass du mit dran geblieben bist und dass du auch damit alle wichtigen Infos und Gedanken mitnehmen konntest. Uns hat es wieder mal eine riesige Freude gemacht, das Ganze selber zu erleben und für euch aufzuarbeiten. Das ist natürlich viel Arbeit, und wenn du uns unterstützen willst, dann schau doch mal in der Videobeschreibung. Und wenn es dir gefallen hat, dann den digitalen Daumen nach oben. Wenn du noch kein Abo hast,
Aber ran jetzt und die Glocke läuten nicht vergessen. Bitte gib uns auch Feedback in den Kommentaren. Fragen, Impulse, Feedback, ganz egal. Alles, was du willst. Wir antworten noch persönlich. Wo gibt's das noch? Mein Fazit am Ende, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne. Wir waren nicht frustriert, als wir keine Wildblumen fanden. Wir haben uns einfach treiben lassen und ja, unser Vater im Himmel hat uns dann halt auf andere Wege geführt. Auch wenn du ihn vielleicht nicht siehst, wenn du seine Zeichen erkennst, dann kommt das Leben auf jeden Fall mehr in den Flow. In diesem Sinne von mir aus alles Liebe für dich, Gottes Segen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.